Ich begrüße Sie und herzlich willkommen. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr habt die letzten Tage sehr, sehr entspannt verbracht. Im Gegensatz zu mir, ich bin umgezogen, das war nicht entspannt. Aber jetzt habe ich endlich mal wieder Freizeit und nutze das geile Wetter, um ein sehr, sehr schönes Video für euch zu produzieren. Ja, da habe ich Bock drauf. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Und ja, los geht's. Heute stellen wir uns nämlich die Frage, muss es denn immer ein neues Motorrad sein, wenn man sich eins holt? Reichen vielleicht auch alte Motorräder? Sind neue Motorräder immer besser als die alten Motorräder? Oder sind alte Motorräder sogar besser als neue Motorräder? Wer weiß. Wir schauen uns das heute an und am Ende dürft ihr entscheiden. Los geht's. Also, was meine ich mit neuen Motorrädern? Mit neuen Motorrädern meine ich im Prinzip alle Motorräder, die in den letzten 5 Jahren neu auf den Markt gekommen sind oder neu zugelassen wurden. Alle alten Motorräder sind demnach Motorräder, die älter als 5 Jahre sind, eher sich im 10-Jahres-Zeitraum bewegen. Genau, meine Maschine als Beispiel ist 14 Jahre alt. Man kann es kaum glauben, aber dieses schöne Schmuckstück ist Baujahr 2008 bzw. wurde 2008 im Werk gefertigt und 2009 ausgeliefert. Schauen wir uns mal die ganzen neuen Maschinen zuerst an. Ich beziehe mich jetzt hauptsächlich auf Supersportler, weil ich hier gerade eine fahre und sich das dann am besten vergleichen lässt. Also, was hat so eine neue Supersportler standardmäßig? Ja, als erstes ist klar ABS. ABS ist nichts Verkehrtes, ABS ist ganz nice, wenn man es hat, ABS hilft einem. Pluspunkt. Yay. Zweiter Punkt. Was haben neue Supersportler auch meistens? Genau, eine Anti-Hopping-Kupplung. Jetzt rollen wir hier einfach mal ein bisschen vorbei, damit sich die armen kleinen Pferdis nicht erschrecken und geben ganz langsam wieder Gas. Ja, so macht man das auf dem Land. Immer schön Rücksicht nehmen. Nämlich Anti-Hopping-Kupplung. Haben die meisten neuen Maschinen eigentlich alle. Ältere Maschinen, manchmal aber auch nicht. Anti-Hopping-Kupplung ist immer ganz einfach, dass es sehr smooth der Übergang ist, gerade bei Runterschaltet im hohen Drehzahlbereich. Wenn man zum Beispiel mit einer alten SV650 kurz vorm Begrenzer ist und dann runterschaltet, ja, dann macht man den Motor unter Umständen kaputt, weil sich dann ja, der Zylinder bzw. der Kolben ja, querstellt bzw. einfach stehen bleiben könnte. Ist nicht ganz so geil, kann man verhindern mit einer Anti-Hopping-Kupplung und gerade bei solchen Supersportlern immer richtig geil. Dritter Punkt. Neue Supersportler laufen sehr, sehr gut. Damit meine ich zum einen einmal das Motorlaufverhalten. Das Verhalten, wenn man einfach ein bisschen Gas gibt. Bei den meisten neuen Supersportlern, gerade R1 etc., ist das sowas von smooth. Ja, das ist einfach so sauber. Da gibt es keine ruckelnden Übergänge, außer man ist zu blöd zum Schalten, dann ja. Aber das ist so weich gespült und ja, das ist ein ganz anderes Fahrerlebnis. Ich meine, viele Leute sagen, nee, das ist jetzt zu weich, da habe ich gar keinen Bock, da fehlt mir Emotionen. Aber andere Leute, die sagen, hey, geil, das ist so weich, geil. Und bei der Sparte muss ich ganz ehrlich zugeben, ich bin eher der Typ, ich will das bisschen bissiger haben. Ja, ich mag das nicht so, wenn es so ganz komplett weich gespült ist, aber das ist natürlich Ansichtssache. Ja, jeder wie er möchte. Und das ist bei dieser Maschine genau so ein schönes Zwischending. Das ist nicht komplett irgendwie ruckelig oder hakelig oder kaum zu bändigen, aber es ist auch nicht komplett weich gespült. Es ist ein schönes Zwischending. Mag ich, gefällt mir. Genau, nächster Punkt. Ja, wer hätte es gedacht, sind natürlich alle anderen Helferlein in dem Bordcomputer. Die heutigen Supersportler, die gehen meistens auf die 200 PS zu, also jedenfalls die Tausender. Und die kleineren, die sind auch nicht ganz ohne. Deswegen sagen die Hersteller, ja, wir brauchen lauter kleine Helferchen, damit die Leute, die zu blöd sind zum Fahren, sich nicht auf die Schnauze legen. Sprich, da kommen dann kleine Drosseln rein, da kannst du dann in ein Programm reinwählen, da kannst du dann sagen, okay, ich möchte anstatt die 200 PS den Rain Mode haben, wo ich dann, keine Ahnung, nur noch 60 PS am Hinterrad habe, etc. etc. Sage ich auch nichts gegen, ist nicht verkehrt, wer Bock drauf hat, wer damit fahren möchte, ist super, ist ein Helferlein, was man mitnehmen kann. Und von diesen Helferleinchen gibt es natürlich eine Menge bei den großen Maschinen, da kannst du alles einstellen, vom Fahrwerk bis hin zur Sitzheizung oder Griffheizung oder was weiß ich nicht alles. Und das sind also kleine Gimmicks, die einfach, ja, sind nice to have, aber in meinen Augen nicht wichtig. Ja. Jo, nächster Punkt, was haben neue Supersportler denn noch? Ich habe es vorhin schon mal kurz angesprochen, nämlich Federung, Fahrwerk. Das ist
alles überarbeitet worden in den letzten 10, 20 Jahren. Ist alles neu gemacht worden. Das ist sowas von Hightech, was da drin ist. Im Prinzip kann man mit den neuen Supersportlern fast direkt auf die Rennstrecke gehen und wird da gute Rundenzeiten abliefern und Spaß haben. Blöd gesagt, ja. Und das ist geil. Das ist richtig geil. Du kannst das ganze Fahrwerk im Display einstellen auf die komplette Federvorspannung etc. etc. Da sind keine Grenzen gesetzt. Aber ein großer Negativpunkt bei diesen neuen Supersportlern ist natürlich, die sind hammerteuer. Ja? Also, wenn man nicht gerade irgendwie ein bisschen Geld übrig hat oder einen guten Job hat oder gut geerbt hat oder so, dann ist die Dinger echt richtig übel teuer. Ich kann es mich leisten und ja, die meisten anderen von euch in meinem Alter werden sich das wohl auch nicht leisten können, außer sie kaufen es auf Raten. Aber Ratenkauf, meine lieben Freunde, ist nicht ganz so geil beim Motorrad, finde ich persönlich. Stellt euch mal vor, ihr fahrt mit dem Motorrad und kauft das, keine Ahnung, auf Raten für die nächsten 8 Jahre und im ersten Jahr schmeißt ihr das Ding in die Ecke und das ist kaputt. Ja. Dann habt ihr kein Motorrad mehr, könnt nicht mehr fahren, aber ihr zahlt trotzdem für die nächsten 8 Jahre. Ja. Ist nicht ganz so geil, deswegen kauft euch das, was ihr euch leisten könnt. So einfach ist das. Neben dem Fahrwerk ist natürlich auch die Bremsanlage ein wichtiger Punkt hervorzuheben. Bei den meisten neuen Motorrädern ist die richtig geil schon abgestimmt, jedenfalls bei den Supersportlern. Wenn man sich da so eine Bandit oder sowas anguckt, nicht ganz so geil. Da muss man vielleicht noch was an der Bremspumpe machen oder so, aber ja, egal. Aber Bremsanlagen super wichtig und ja, einfach top bei den neuen Motorrädern, kann man nicht meckern. Achso, nochmal kurz zum Preis von solchen neuen Supersport-Motorrädern, ich habe es glaube ich nicht angesprochen, die bewegen sich tatsächlich in sage und schreibe schwindelerregenden Höhen von 14.500 bis teilweise über 25.000 Euro. Könnt ihr euch gerne mal kurz so merken, weil es wird später nochmal wichtig. Gut, genug über neue Motorräder geredet. Und was haben wir denn bei den alten Motorrädern? Alte Motorräder, ich nehme jetzt speziell einfach mal Bezug auf dieses 14 Jahre alte Schätzchen. Ja. Was hat diese Maschine? Diese Maschine hat eine Anti-Hopping-Kupplung plus, wie das neue Motorrad, hat natürlich eine Ganganzeige, ein digitales Display, etc. etc. Wie beim neuen Motorrad. Ja. Ist nichts Besonderes, kann man haben. Was es zusätzlich noch hat, ist ein Lenkungsdämpfer, natürlich nicht elektronisch einstellbar wie bei neuen Motorrädern, aber muss man auch nicht. Wenn man das Fahrwerk gut auf sich eingestellt hat, wenn man da ein bisschen rumspielt, dann braucht man sowas auch nicht, wirklich. Außer in extremen Situationen, wenn man mal richtig verkackt hat auf gut Deutsch. Vom Lenkungsdämpfer gehen wir mal kurz zum Fahrwerk rüber. Diese Maschine hat ein richtig schönes Fahrwerk. Man kann hier, ihr seht es hier vorne und natürlich unten an der Gabel, das seht ihr jetzt nicht, man kann die Federvorspannung einstellen, Zug- und Druckstufen genauso einstellen. Hinten ist es auch einstellbar, wenn aber auch nur begrenzt. Für mich völlig ausreichend und man kann mit diesem Fahrwerk auch gut auf die Rennstrecke gehen und auch gute Zeiten abliefern. Es ist nicht ganz so gut wie das Fahrwerk von einer brandneuen Maschine, aber ich meine, das Ding ist 14 Jahre alt, was will man erwarten? Ein weiterer kleiner Negativpunkt ist, ihr müsst das ganze Fahrwerk von Hand einstellen. Das bedeutet für euch, ihr nehmt einen Schraubenzieher mit, fahrt ein paar Kilometer, fahrt durch ein paar Bodenwellen, fahrt ein paar schöne Kurven und haltet an. Bestellt das Fahrwerk nach, macht genau dasselbe Spielchen. Mitunter macht ihr das für ein paar Stunden, so wie ich das für die Maschine gemacht habe. Das ist super aufwendig und wenn man das direkt im Display manuell einstellen kann, erleichtert das vieles. Aber nochmal, ist nice to have, wenn man es im Display einstellen kann, erspart einem Arbeit, aber man kann es auch von Hand mit dem Schraubenzieher so einstellen. Hat im Endeffekt dasselbe Ergebnis. Und man lernt so das Motorrad besser kennen, jedenfalls bei den alten Maschinen. Zum Fahrwerk gehört natürlich auch die Bremse und die ist bei diesem Motorrad echt 1A. Die greift super, macht keine Probleme, super Druckpunkt. Ich habe natürlich auch eine andere Bremsflüssigkeit reingehauen. Und ja, wenn man sich ein bisschen um die Bremsflüssigkeit kümmert, an Fahrstil anpasst, was man jetzt reinhaut und ab und zu mal erneuert und nicht 10 Jahre lang dieselbe Bremsflüssigkeit fährt, dann passt das auch. Worauf ihr aufpassen müsst, ist natürlich bei alten Maschinen, wenn die aus den 90er Jahren sind, da sind die Bremsen natürlich nicht mehr ganz so up to date, sage ich mal. Da muss man sich rantasten und eventuell mal eine neue Bremspumpe sich anschaffen. Was aber ein großer Negativpunkt für die meisten bei solchen alten Motorrädern ist, sie haben kein ABS. Dieses Motorrad hat kein ABS, die ganzen Nachfolger von diesem Motorrad haben kein ABS und da sagen viele Leute, nee, ohne ABS fahre ich nicht.
Kann ich zum gewissen Grad verstehen, ja, weil ABS ist mittlerweile Standard und man fühlt sich sicherer mit ABS. Kein Ding. Aber für mich ist das kein K.O.-Kriterium, weil ich meine, ich kann mit dieser Maschine, wenn ich damit übe, wenn ich speziell mit dieser Maschine Tag ein, Tag ausfahre, fast genauso gut bremsen wie Leute mit ABS. Bei trockener Straße wohlgemerkt. Ist die Straße nasser, verschlechtert sich der Bremsweg natürlich um einiges. Sprich, ich komme, keine Ahnung, 1, 2, vielleicht 3 Meter später zum Stehen als eine Person, die ABS hat. Muss man im Hinterkopf behalten und halt dementsprechend angepasst fahren. Genau, und deswegen ist jetzt das ABS für mich kein K.O.-Kriterium für alte Maschinen. Ganz einfach. Ansonsten, was kann man noch dazu sagen? Das ist jetzt natürlich nicht Stand der Technik. Wenn ich irgendwas am Mapping ändern möchte bei dieser Maschine, brauche ich einen Power Commander, den ich dann extra anschließen muss und umprogrammieren muss. Und das ist doch relativ teuer und aufwendig. Wenn man es denn machen muss, halte ich nicht für nötig. Von daher nicht schlimm. Bei neueren Maschinen kann man das vorhandene Steuergerät natürlich mit einem anderen Mapping bespielen. Ist natürlich einfacher und vielleicht etwas billiger, weil man es nicht extra kaufen muss, aber natürlich der Kaufpreis von einem Motorrad ist wesentlich höher. Was gibt es noch bei den alten Maschinen für einen Pluspunkt? Ganz klar, Anschaffungspreis ist wesentlich niedriger als der von neuen Maschinen. Klar, diese Maschine ist vielleicht eine kleine Ausnahme, die ist zwar immer noch billiger als bei neuen Maschinen, aber ist nicht spottbillig. Wenn ich mir zum Beispiel eine GSX R 57 von 1998 anguckt, so eine Maschine macht super Spaß, hat nicht ganz so viel Leistung, hat natürlich auch keine ABS, aber kriege ich schon für 1500, 1200 wollte ich sagen, 2000 Euro. Kein Ding, habe ich eine super Maschine, habe ich super Spaß dran. Genau, jetzt haben wir den Preis auch schon zur Hälfte abgehakt. Warum zur Hälfte? Genau, Ersatzteile und Reparaturen. Ersatzteile und Reparaturen sind bei alten Maschinen in der Regel etwas billiger, wenn sie nicht zu alt sind, sodass die Ersatzteile wieder knapp sind, aber sind etwas billiger, weil man kann an alten Maschinen viel einfacher selber etwas machen. Man kann Gebrauchteile kaufen, die super sind. Man kann nachgebaute Teile aus China oder Japan oder was weiß ich woher kaufen, die genauso gut sind wie das Originale, nur billiger. Und für ganz brandneue Maschinen gibt es solche Teile eben noch nicht. Ist halt so, kann man nichts ändern. So, ich habe euch jetzt genug zugeschwafelt. Schreibt mir in diesem Punkt gerne in die Kommentare, was ihr habt. Ob ihr eine neue Maschine habt, ob ihr eine alte Maschine habt und was ihr denkt, was besser ist. Würdet ihr lieber eine brandneue Maschine kaufen oder lieber eine ältere Maschine? Genau, 2 Punkte kommen noch, die ich ansprechen möchte, und zwar der Sound von den Maschinen. Ganz einfach der Sound. Bei neuen Maschinen, die müssen halt gewisse Regularien erfüllen, gewisse Abgasnormen einhalten, und deswegen wird dadurch auch der Sound relativ unterdrückt und ja, klingt nicht mehr ganz so gut wie bei älteren Maschinen. Das ist der Vorteil von älteren Maschinen. Die haben einfach nicht diese Vorgaben bezüglich der Abgasnormen etc. Heißt im Endeffekt, der Sound ist einfach so viel geiler. Und ja, aber natürlich Ansichtssache. Ich habe es ja ganz am Anfang angesprochen, ein bisschen reißerisch. Sind jetzt alte Maschinen besser als neue Maschinen? Weiß ich nicht. Kann ich nicht beurteilen. Wahrscheinlich nicht. Vielleicht für den einen oder anderen. Ja, wenn man irgendwas Spezielles haben will. Vielleicht aber auch nein. Jo, wenn ihr es soweit geschafft habt, freue ich mich. Lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da, wenn ihr es nicht schon getan habt. Aktiviert die Glocke und wenn ihr ein paar Bilder von dieser wunderschönen Maschine haben wollt, dann folgt mir gerne auf Instagram. Ist natürlich eingeblendet. Wenn ihr noch nicht genug von meinem super Content habt, findet ihr direkt hier links das nächste Video. Und ja, ich würde sagen, haut rein. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you go.